Wir hatten ein klares Ziel. Wir kamen nach Amerika, um Geld zu verdienen. Punkt. Das ist unsere Mission. Wir stammen aus armen Familien. Sehr armen Familien. Wir wollten unbedingt reich werden. Ich hatte keine Ahnung, wie man reich wird. Er hatte die Idee, also bin ich ihm gefolgt. Die wachsende Nachfrage nach Dienstleistungen, Ablenkung und Unterhaltung hat eine umsatzstarke Branche etabliert. Eine Branche, die Menschen ihr Leben lang begleitet. Und nur weil Sie jetzt in eine Altersgemeinschaft gezogen sind, bedeutet das nicht, dass dieser Teil des Lebens aufhören muss. Im Gegenteil, es muss weitergehen. Die steigende Zahl der Rentner ist für diese Branche besonders interessant. Die Menschen leben länger, viele bleiben gesund und können sich für ihre Bemühungen im Berufsleben belohnen. Ritz-Carlton für alte Menschen. Für den Ruhestand kann man aus verschiedenen Lebensstilen wählen. Dies gilt insbesondere für die westlichen Babyboomer, die in einer Zeit und an Orten aufwuchsen, die perfekte Bedingungen für beruflichen Aufstieg, wirtschaftliche Sicherheit und solide Vorbereitung auf den Ruhestand boten. Wir haben damals beschlossen, dass wir dem höchsten sozioökonomischen Teil der Gesellschaft unsere Dienste anbieten werden. Aus dem einfachen Grund, Niemand sonst macht es. Du siehst hübsch aus. Oh, Dora sieht immer hübsch aus. Lass uns einen Tisch suchen. Welcher meiner Kellner hat heute einen Sechsertisch? Ich werde es rausfinden. Nun, ich war auf der Suche nach einer geeigneten Wohnform für Senioren. Ich besuchte die Modellwohnungen. Das Gebäude war da noch nicht eröffnet, obwohl der größte Teil davon gebaut war. Und sie gaben mir einen virtuellen Rundgang und nach weniger als einer Stunde sagte ich zur Marketingleiterin: Ich bin bereit. Diese Wohnform ist genau richtig für mich. Moment, Alex. Lass mich dir ein paar Dinge erklären. Der beste Kellner ist derjenige, der auf die guten Anweisungen hört. Wir brauchen 2 von den großen oder 4 von den kleinen Dosen Diet Ginger Ale. 2 für mich und 2 für Rolda. Und ich brauche ein Weinglas mit Eis. die sind schon auf dem Weg. Gut. Und sie braucht ein Weinglas mit Eis. Ich brauche noch einen Strohhalm. Die Dame dort braucht eine Limonade in einem regulären Glas, ohne Eis, nur mit Strohhalm. Und dann brauchen wir von diesen Brotstangen, diese großen, dünnen. Und 2 extra Butter. Mal für den Anfang, es kommt da noch mehr. Über 240 wohlhabende Seniorinnen und Senioren leben in der Altersresidenz The Palace in Miami. Unter einem Dach haben sie Zugang zu Unterhaltungsangeboten, Freizeitbeschäftigungen und, falls nötig, Unterstützung bei alltäglichen Aufgaben. Das Mindestalter, um in die Residenz einzuziehen, beträgt 55 Jahre. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal an einem solchen Ort enden würde. Als ich hier frisch eingezogen war, wachte ich jeweils auf und dachte, was zum Geier geht hier vor sich? Und wieso bin ich hier? Werde ich den Rest meines Lebens hier sein? Oh, das wird mir nächsten Freitag fehlen. Was denn? Dass wir so zusammenkommen und mit einem Glas Champagner in den Tag starten. Das ist reizend. Immer wenn man zu mir auf Besuch kommt, gibt es Champagner, wie bei dir. Ich habe Champagner. Du trinkst wie ich. Ich habe italienischen Prosecco. Den mag ich auch. Den finde ich ganz lecker. Der Dreh- und Angelpunkt des öffentlichen Lebens ist das Plaza. Pünktlich um 16 Uhr
strömen die Bewohnerinnen und Bewohner zur täglichen Happy Hour. Unterhaltungsmusik und Freigetränke bieten optimale Rahmenbedingungen für eine gelöste Stimmung. Ich werde 87 und bin eine der Jungen. Das hier ist das Beste. Täglich bietet The Palace eine Vielzahl an Unterhaltungsangeboten. Diese Vielfalt ist für den wirtschaftlichen Erfolg von zentraler Bedeutung und oft der Hauptgrund, weshalb Senioren sich für The Palace entscheiden. Pamela Parker ist verantwortlich für das Freizeit- und Unterhaltungsprogramm im Palace und plant und koordiniert alle Events und Kurse. Sie wurde bereits mehrfach als beste Animatorin der USA ausgezeichnet. Hey, kommst du? Hör zu. Hier ist deine Aufgabe, falls du sie annimmst. Deine Mission. Ich brauche israelische Musik auf den Lautsprechern. Ich begann hier zu arbeiten und habe etwas Unglaubliches realisiert. Ich habe in meinem Leben so viele verschiedene Dinge getan. Man hätte meinen können, ich sei nicht fähig, einen Job zu behalten. Vom Sänger bis zum Sozialdirektor, einmal war ich Partyclown oder auch eine Partyplanerin. Sogar auf Kreuzfahrtschiffen. Ich war auf den Kreuzfahrtschiffen. Ich hatte so viele verschiedene Jobs. Und als ich hier anfing, kam alles, was ich jemals in meinem ganzen Leben getan habe, in einem Job zusammen. Pam und ihr Team müssen sich ständig neue Themen und Inhalte für die Partys ausdenken. Das Festprogramm ist sehr abwechslungsreich und berücksichtigt die verschiedenen Nationalitäten der Bewohner. Hiermit schickt man sozusagen Gott eine Nachricht. Für die Feier von Israels Unabhängigkeitstag haben sie eine virtuelle Klagemauer installiert. Das ist eine Live-Übertragung von der Klagemauer, zu der wir über das Internet Gebete schicken werden. Am anderen Ende wird dann jemand ein Stück Papier mit dem ausgedruckten Gebet in einen Spalt in der Wand stecken. Diese Person hat um schnelle Heilung seiner Angehörigen gebeten. Ich habe auch um was gebeten, dass Donald Trump nicht unser nächster Präsident wird. Mein Wort in Gottes Ohr. Lass mich das Shirt sehen. Gefällt es dir? Klar gefällt es mir. Ich habe es kreiert. Du hast es kreiert. Hübsch. Es ist ein Friedenssymbol. Und weißt du, was Shalom heißt? Hallo, Frieden und Bitte. Es heißt Hallo, auf Wiedersehen und Frieden. Ein Friedenssymbol mit dem Davidstern. Es gefällt mir. Ja, und dazu kommen noch blaue Halstücher. Alle sollten das blaue Halstuch tragen. Klar gefällt es mir, es ist schließlich meine Kreation. Vergiss das blaue Halstuch nicht, um den Hals. Okay, schon fast Showtime. Das gefällt mir. Granatäpfel und Ingwer? Oh, sie fangen schon an. Ist jemand von Ihrer Familie anwesend? Ja, ihre Tochter Kathy. Mit C oder K? Das macht einen Unterschied. Ich glaube C. Mit C. Warte, halt mal. Hallo. Ist sie bereit? Ich schau mal. Eine Sekunde. Klar. Sie muss sich noch richten. Sie sollten Rücken an Rücken stehen. Und wenn sie aufmacht, machen wir Puh. Bereit? Oh, können wir reinkommen? Ich möchte mich kurz halten. Willkommen im Palace. Ich war schon bei der Eröffnung dieses Gebäudes dabei. Also, ich kenne alle 209 Bewohner des Palace bei Namen. Wann immer Sie etwas brauchen, rufen Sie mich einfach an. Es ist mir sehr wichtig, dass Sie sich wohlfühlen. Ja, das spürt man. Ihr habt eine unglaubliche Organisation. So etwas habe ich noch nie gesehen. Mit dem Einzug verändert sich das Leben der Senioren von Grund auf.
Sie müssen sich an ein neues soziales Umfeld und andere Abläufe gewöhnen. Viele ziehen aus großen Häusern in die 2-Zimmer-Wohnungen des Palace und müssen einen Großteil ihrer Habseligkeiten zurücklassen. Diese Zeit ist oft einsam und überwältigend. Deshalb sind die Mitarbeiter geschult, ein besonderes Augenmerk auf neue Bewohner zu richten. Ich sage immer, ich bin wie ein Enkelkind der Bewohner. Wann immer Sie etwas brauchen, rufen Sie mich einfach an. Auch wenn Sie mir nur einen Witz erzählen wollen. Also in einer perfekten Welt würden alle gleich behandelt werden. Aber dies ist nicht der Fall. Ich meine das nicht abschätzig, aber das Leben bietet unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann sich einen Honda oder einen Mercedes kaufen, man kann im Motel 8 übernachten oder man kann sich das Ritz-Carlton leisten. Mit einem gewissen Grad an Luxus steigt auch das Angebot der Dienstleistungen. Das bedingt einander. Aufgepasst. Es gibt nichts Besseres als zu geben, richtig? Ich weiß, dass die meisten Leute gerne bekommen. Sie denken nur an sich selber. Aber wenn du gibst, dann kriegst du das doppelt zurück im Leben. Das ist ein Versprechen. Heute ist eure Chance zu geben. Ihr werdet natürlich dafür bezahlt, aber es ist immer noch eine Wohltat. Cindy schlägt vor, dass wir beten. Schließt eure Augen und hört zu. Herr im Himmel, hilf uns, diesen Tag zu überstehen und führe uns zum Erfolg. Amen. Was für ein schöner Abschluss. So, die ist raus. Einen Moment. Okay, Ihre Nachricht ist in Israel angekommen. Sie wird in 2 Minuten in einen Riss der Klagemauer gesteckt. Dankeschön. Sehr gern geschehen. Wer will eine Nachricht nach Jerusalem schicken für die Klagemauer? Komm. Bitte, kommen Sie näher. Was möchten Sie wünschen? Ich bete für Frieden und Liebe. Ich bete für wahren Frieden. Für alle. Sie wünschen eine schnelle Heilung? Ja, schnelle Heilung. Aufs Leben. Al-Chaim. Ich will, dass meine Schwester... Eine schnelle Heilung für Ihre Schwester? Beste Wünsche an meine Tochter Marissa. Und dass sie sofort schwanger wird. Was haben Sie geschrieben? Sie schreiben Gesundheit und Glück für uns alle. Was bedeutet das? Gute Gesundheit und Glück für alle Bewohner des Palace. Nehmt euch einen Drink. Sind Sie alkoholisch? Ja. Perfekt. Das ist unglaublich. Ich habe noch nie eine Direktübertragung der Klagemauer gesehen. Unglaublich. Was willst du wünschen? Lasst Frieden herrschen auf der Welt während unserer Lebenszeit. Und Gesundheit. Das ist eine Art Fußnote. Du bist ganz schön schnell. Willst du mit deinem Namen unterzeichnen? Ja. Du kennst meinen Namen, oder? Klar. Deine Nachricht ist angekommen. Sie wird in 2 Minuten in der Klagemauer platziert. Okay, aber wo ist die Antwort? Oh, das weiß nur Gott. Das hier ist eine direkte Verbindung zu Gott. Ich platziere nur die Nachricht. Die Besitzer des Palace, Helen und Jacob Shaham, kamen in den frühen 80ern aus Israel in die USA. Sie kauften sich ein altes Motel und starteten darin ihre erste Altersresidenz mit 21 Bewohnern. Während der Startphase machten sie praktisch alles allein. Sie kochten, putzten und halfen bei der Pflege mit.
Als die Branche entstand, waren wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Man verstand damals noch nicht richtig, wie man das Wohnen im Alter organisiert. Heute ist die Palace-Gruppe ein millionenschweres Unternehmen und beschäftigt über 1100 Angestellte. 7 luxuriöse Gebäude, ein Spätex-Service sowie eine Apotheke sind heute Teil des Unternehmens. In Weston, Florida, baut das Unternehmen zurzeit seine neueste und bisher größte Altersresidenz. Der Bedarf an Wohnräumen für Senioren wird auf der ganzen Welt ansteigen, sobald die Babyboomer das Pensionsalter erreichen. Eine Gruppe von Investoren, die von der japanischen Regierung angestellt wurde, besucht The Palace. In Japan ist die Babyboomer-Generation etwas jünger als in Amerika. Die Vorbereitungen der Regierung laufen deshalb gerade erst an. Wir sind Japans größter Immobilienentwickler. Und da diese Einrichtung offensichtlich eine der besten ist, möchten wir lernen, wie die Betriebsführung funktioniert und wie das Gebäude designt ist. Deshalb sind wir hier. Momentan wohnen über 210 Senioren bei uns. Jeden Tag haben wir hier Happy Hour. 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Hors d'oeuvre, Drinks, Champagner, Bier, Wein, Kaffee. Das ist in der Miete inbegriffen. Dafür zahlen sie nicht extra. Die Gruppe wird von Chaim Dubitsky geführt. Er ist der Sohn der Besitzerfamilie und im Palace für die Qualitätssicherung der Dienstleistungen verantwortlich. Sie haben schon nach dir gefragt, Pam. Das ist eine Delegation aus Japan. Haben wir uns schon mal getroffen? Japan oder Taiwan? Japan. Taiwan war eine andere Gruppe. Ah, eine andere Gruppe. Na dann, willkommen. Pam ist für die Unterhaltung zuständig. Unterhaltung? Also sind Sie Tänzerin und Sängerin? Oh ja. Würden Sie gerne etwas hören? Gerne. Was wollen Sie gerne hören? The Sound of Music. Klinge ich wie Judy Andrews? Danke. Tanzen kann ich nicht, aber ich organisiere Partys und ich singe. Eigentlich habe nicht ich es ausgewählt. Das hat mein Sohn getan. Er sagte, Mama, du kannst nicht allein in diesem Haus leben. Es hatte 4 Schlafzimmer. Und sie sagten, du kannst dort nicht allein wohnen. Ach, ich habe mein Haus wirklich geliebt. Aber dann ging es los. Ein neues Dach und die Toiletten waren verstopft. Ich ging zu meinen Söhnen und sie hatten einen Prospekt von hier. Ich sah ihn mir an und sagte, meldet mich an. Sie wurden fast ohnmächtig, weil sie schon lange wollten, dass ich in eine Residenz ziehe. Und am nächsten Tag unterschrieb ich. Aber ich kam nicht hierher, weil es glamourös ist. Der Ort machte einfach einen guten Eindruck. Es sollte etwa 8 Minuten dauern, dann nimmt man sie heraus, gibt die Konfitüre dazu und schiebt sie wieder hinein. Nun, wissen Sie, als ich hierher gezogen bin, sagte ich, oh mein Gott, hier hat's wohl viele Snobs, weil sie Geld haben, genauso wie auch ihre Kinder. Aber so ist es nicht. Ich mag keine Leute, die ihre Diamanten protzig zur Schau stellen. Und, oh, ich fahre diesen ausgefallenen Wagen. Das mag ich ganz und gar nicht. John, du siehst sehr majestätisch aus. Warte, das schließt sich hier. Und dann können wir das noch zurechtrücken. Und hier ist ein Zepter. Dein Königreich, mein König, der Palace in Coral Gables.
Was machen Sie hier, meine Teure? Ich richte einen Kaffeetisch ein. Für wen? Ich bin nicht sicher. Man hat mich beauftragt, dies zu tun, also tue ich es. Ich bin entzückt, dass Sie die Regeln und Befehle Ihrer Herren befolgen. Sie sehen gut aus. Was machen Sie denn? Verzeihung? Was machen Sie? Was macht ein König? Er regiert. Aha, Sie regieren also. Manchmal ist es ein Hurrikan, manchmal eine Flut. Man weiß es nicht. Aber der König regiert. Wow. Was für eine lächerliche Frage. Sie machen das gut. Natürlich. Wenn ich wollte, könnte ich ein Buch schreiben mit dem Titel As the Palace Turns, wie diese TV-Serie. Wissen Sie, ich kenne ziemlich alle hier. Ich kenne ihre Namen, ich kenne die Namen aller Mitarbeiter, aller Kellner. Und ich habe das Gefühl, dass ich wirklich Teil einer netten Gemeinschaft bin. Das war schrecklich. Ja, aber viele Leute haben es vergessen. Das war 2001. 15 Jahre später merken viele Leute nicht, dass wir immer noch in Gefahr leben. Vielleicht sogar noch mehr. Die Regierung unternimmt nicht genug, um uns zu beschützen. Die Grenzen sind nicht dicht. Wir wissen nicht, wer reinkommt an der Südgrenze. Das könnten Mexikaner oder Mittelamerikaner sein. Es können aber auch Terroristen aus dem Nahen Osten sein. Natürlich will ich Trump als nächsten Präsidenten. Hillary Clinton wäre wie nochmal 4 Jahre Obama. Und du willst Trump, diesen Wahnsinnigen. Wahnsinnig? Er ist nicht wahnsinnig. Wie alle hat auch er seine Macken, aber... Macken? Hört zu, wir haben 2 Möglichkeiten, Hillary oder Trump. Hillary hat wenigstens Erfahrung. Aber du willst Trump, weil er Republikaner ist. Dir ist egal, wer er ist. Ich denke, republikanische Politik hilft dem Land. Das ist die gute Politik. Ja, sicher. Wenig Einfluss der Regierung, Wirtschaftswachstum, starkes Militär, um das Land zu verteidigen. Starkes Arschloch. Entschuldigung, hier wird gefilmt. Räume und Einrichtungen stehen den Bewohnern zur freien Verfügung. Sie werden rege genutzt, um gemeinsam zu stricken, zu spielen oder zu singen. Wenn ihr hier weiter singen wollt, müssen wir diese Türe schließen. Weil das hier ist der Raum für Kartenspiel. Wenn ihr singen wollt, weiß ich einen guten Ort. Dort, wo jeweils die Strickklasse stattfindet. Das ist an einem anderen Ort, nicht hier, wo auch der Kartenraum ist. Da solltet ihr singen. Dort stört ihr niemanden. Oder schließt einfach die Türen ab. Ich finde, diese Gruppe verdient einen Applaus. Hey Leute, was macht ihr? Wir warten auf unseren Theaterlehrer. Habt ihr nicht an der Rezeption angerufen? Oh, hätten wir das machen sollen? Meine Liebe, auf den Bildschirmen steht, dass die Theaterklasse diese Woche ausfällt. Wir spielen hier bereits seit einigen Wochen und wurden noch nie derart gestört. Ja, ich werde die Türe zumachen. Moment mal. Der Unterricht wurde abgesagt. Der Lehrer ist nicht aufgetaucht. Wir können ihn in Spanisch machen. Die Farben. Weiß. Schwarz. Okay. Was heißt grau? Grau. Grähe. Was ist es? Es ist ein kurzes Wort. Gris. Wir haben sehr viel Spaß. Wir sind der einzige Tisch, an dem das so ist. Wir spielen jeden Abend Trivia. Und alle wollen an unserem Tisch sitzen. Wir sind der einzige Tisch, an dem gelacht wird.
Viele Leute wollen bei uns am Tisch sitzen. Wir sind der Spaßtisch. Auch die Kellner mögen uns. Sie sagen, komm zu meinem Tisch. Die Kellner mögen uns auch. Es ist der Spaßtisch. Es ist langweilig. Ich bin hier mit lauter älteren Leuten. Wenn ein Film läuft, wollen die ins Bett. Wer da? Wer schlurft hier durch mein Königreich? Wir fangen an. Ich brauche jetzt wirklich eure Aufmerksamkeit, Leute. Wir haben alle viel zu tun. Das ist sehr ernst. Am Freitagabend kommen über 400 Gäste zu uns in den Palace, zu einer Familien- und Freundschaftsveranstaltung. Ausgelassene Partys für Freunde und Familienmitglieder sind das zentrale Marketinginstrument des Palace. Zu diesen Anlässen werden möglichst viele Angehörige und Bekannte eingeladen. Von diesen Partys erzählen die Gäste dann noch wochenlang in ihrem privaten Umfeld. Ich möchte wirklich, dass ihr die ganze Zeit über in eurer Rolle seid. Das bedeutet, ihr seid nicht an eurem Handy, ihr quatscht nicht untereinander, ihr konzentriert euch ganz auf die Gäste und die Bewohner in eurer Rolle. Die alljährliche Halloween-Party ist der größte Marketing-Event. Die Planung dafür dauert oft Monate. Die Gäste kommen zwischen 5 und 5:30 Uhr an und sie kommen direkt an den Empfangsschalter, der als große Kinofassade eingerichtet ist. Beugen und strecken. Beugen und strecken. Ich bin 81 und ich bin 86. Oh, ich bin viel älter, aber darüber schweige ich. Und kicken. Und kicken. Einige sind schon über 100. Keine Männer. Das ist mir aufgefallen in den Todesanzeigen. Ich verliere eine Menge Freunde, alle in ihren 90ern. Alles Männer, meinst du? Wie war der Name dieses Komödianten? Alan King. Der las immer Todesanzeigen vor. Und immer hieß es, überlebt von seiner Frau. Überlebt von seiner Frau. Und andere Seite. Jetzt schneidest du schon wieder Grimassen. Und andere Seite. Es kommen hier ungefähr 4 oder 5 Frauen auf einen Mann. In solchen Einrichtungen ist das üblich. Schieß los. Was glaubst du, mag er an mir am meisten? Was er an dir am meisten mag? Meine Brüste. Ihren Busen. Den Busen. Okay, wir sind alle erwachsen. Wir können damit umgehen und wir sind hier an der Bar. Es ist ja nicht so, als würde jemand zuhören. Sexualität. Entweder sind sie zu jung oder zu alt. Was ist mit Sex mit 95? Oder kein Sex mit 95. Weißt du, wir sind zusammen mit unseren Ehemännern alt geworden. Für uns waren unsere Männer immer jung. Jetzt sehen wir diese sehr alten Männer, die kaum laufen können. Die sind so unattraktiv, das macht uns gar nicht mehr an. Ja, und man will die Verantwortung nicht mehr, sich um jemanden kümmern zu müssen. Wenn man mit jemandem zusammen alt wird, ist es etwas anderes. Aber wenn es ein Fremder ist... Dinge passieren. Menschen kommen zusammen. Paare finden sich. Wir sahen, dass Paare zusammenkamen, richtig? Ja, wir haben hier viele Paarungen. Was haben wir? Paarungen. Oh mein Gott. Wir lieben es. Es ist so süß. Es ist so bezaubernd.
Die können sagen, was immer sie wollen. Wenn ich jemanden treffe, werde ich eine Ausnahme machen. Es ist schön, einen netten Freund zu haben, einen Gentleman-Freund. Nur wenn du Freunde für uns hast. Wir teilen alles. Ach, Spaß beiseite. Es ist schön, von einem Mann umarmt zu werden. Ich glaube euch nicht, wenn ihr sagt, dass ihr keinen Mann braucht. Ich sehe ja bei Helen, wie sie einen Mann anhimmelt, wenn er zu ihr kommt. Ja, das bist du. Ich? Ja, wir haben dich schon so gesehen. Mit wem? Meine Güte, das ist einfach verrückt. Viele Angestellte sind junge Erwachsene, die neben Highschool oder College im Palace arbeiten. Die Mitarbeitenden werden sorgfältig ausgewählt und intensiv geschult für die notwendigen Manieren und den Service. Hey Leute, also für $50. Wer kennt das Palace-Leitbild auswendig? Los, Brenda. Unser Leitziel ist, behandle andere, wie du selber gern behandelt werden willst. Wir vom Palace sind verpflichtet, den Senioren ein hochstehendes persönliches Serviceangebot in einer vornehmen Umgebung zu bieten. Wir übertreffen die Erwartungen von unseren Angestellten, Bewohnern und deren Familien. Wir sind engagiert, die Lebensqualität durch aufrichtige Hingabe und Fürsorge zu verbessern, indem wir Komfort und herausragenden Service kombinieren. Bravo. Vergiss dein Geld nicht. Hier, gratuliere. Okay, Leute, das ist für die Seite dort drüben. Für $50. Ich zeige euch ein Bild von einer Bewohnerin und will wissen, ob ihr mir ihren Namen sagen könnt. Die erste, die die Bewohnerin erkennt, erhält $50. Ist es Miss Carlson? Richtig. Yeah, gib mir $50. Die meisten Bewohner dürfen nicht mehr Auto fahren. Deshalb bietet The Palace einen Fahrservice an. Der Bus des Palace bringt die Bewohner zu Einkaufszentren oder zu Arztterminen. Zudem ist der Bus für die wöchentlich anstehenden Exkursionen im Einsatz. Für viele Bewohner sind diese Exkursionen die einzige Möglichkeit, wieder einmal aus ihrem Alltag auszubrechen. Wenn ihr 5 Minuten im Regen steht, seid ihr nass. Ihr werdet klatschnass. Ich meine es ernst. Es ist nicht lustig. Ihr müsstet euch danach umziehen, weil eure Kleidung sofort nass sein wird. Glaubt mir. Schau dir die Dame an. Schau sie dir an. Sie überlebt. Sie spaziert schon die ganze Zeit durch den Regen. Und sie löst sich nicht auf. Sie wird klatschnass. Nein, wird sie nicht. Wir möchten hier nur ein paar Schritte gehen. Ich denke, es ist verrückt. Wir sind nun mal hier und wir werden uns nicht auflösen. Okay, Leute, es ist mir egal, was ihr denkt. Ich werde nicht riskieren, dass ihr am Ende der Woche alle krank seid. Das ist meine Verantwortung. Happy are we, tra-la-la-la-la. Happy are we, tra-la-la-la. Happy are we to be in the kingdom with thee,
Your Royal Majesty, ha, ha, ho, ho, ha, ha, ho, ho. Ich wünsche dir Glück. Es ist an mir, meinen Untertanen Glück zu wünschen. Du bist also der selbsternannte König? Wie ist dein Name, mein Freund? Bist du einer meiner Untertanen? Bin ich das? Du musst dich entscheiden oder in ein anderes Land wechseln. Dann verlasse ich lieber die Stadt. Was bringt dich hierher? Du, ich kümmere mich um dich. Weshalb brauche ich deine Hilfe? Ich bin es, der auserwählt wurde, für meine Untertanen zu sorgen. Dafür zu sorgen, dass sie glücklich und erfüllt sind. Elegant ausgedrückt, John. Wie kannst du es wagen, mich John zu nennen? King John. Ihre Majestät. Ihre Majestät. Nur weil dein Vater der Chef ist, bedeutet das nicht, dass du den König nicht respektieren musst. Das stimmt. Hinfort mit dir oder ich bestrafe dich. Zu Befehl. Gefüllte Fisch über dich. Wer von euch weiß, wie gut wir unsere Arbeit hier machen? Wodurch wissen wir, wie gut wir arbeiten? Die Bewohner. Die Bewohner. Und wie genau? Rückmeldungen der Bewohner. Rückmeldung. Wie holen wir die ein? Umfragen. Genau. Wir machen 2 Umfragen. Über die Zufriedenheit der Familien und die Zufriedenheit der Bewohner. Wie nahe beieinander liegen wohl diese Ergebnisse? Lieben uns die Bewohner, die Familien? Hassen sie uns? Lieben sie uns oder sind sie gleich? Gleich. Sie sind gleich. Es gibt 2 Arten, die uns aufzeigen, wie gut es uns läuft. Was ist die andere Art? Jemand anderes. Unsere Auslastung. Das ist, was eine Firma das Nettoergebnis nennt, richtig? Lasst mich euch einige Zusammenhänge aufzeigen. Es besteht ein stetiger Konkurrenzkampf. Wer ist unser stärkster Konkurrent? Wer es weiß, erhält vielleicht $100. Die größte Konkurrenz? The Renaissance. Nein. Suites? Nein. Homestead. Nicht unser Gebäude in Homestead. Nein. Kendall? Nein, nein, Israel. nein. Das Zuhause. Das Zuhause. Ihr Zuhause. Ich habe nur meine Autoschlüssel. Das Zuhause ist unser größter Konkurrent. Es ist nicht so, als müssten unsere Bewohner umziehen. Sie müssen umziehen wollen. Sie müssen einen Grund haben, hierher zu ziehen. Es muss ihnen hier gefallen. Für die Leute ist es nicht günstig, hier zu leben. Das wisst ihr. Sie haben viel Geld und könnten eine Hausangestellte, eine Pflegeperson, einen Fahrer und einen Koch einstellen. Und sie würden $15.000 bis $20.000 ausgeben, um in ihrem Zuhause bleiben zu können. Warum also ziehen die Leute zu uns? Weil das Leben ist. Und jeder erlebt positive und negative Dinge. Tragödien, Auf und Abs, viele verschiedene Sachen. Auch ich habe dies in meinem Leben durchgemacht. Und ich denke, dass für uns die Zeit gekommen ist, dass wir in einer gewissen Behaglichkeit leben können, wo wir uns nicht mehr über die Auf und Abs kümmern müssen. Weil so ist das Leben. Es ist nie eine gerade Linie. Wie geht es meinen Untertanen heute? Ziemlich gut. Wie geht es dem König? Eurer Majestät. Eure Majestät. Das ist eine absurde Frage an einen König. Erzählt mir von euch. Wie geht es euch? Mir geht's gut, Wieso? weil ich einer deiner Untertanen bin. Das ist ein guter Grund. Was bewegte dich dazu, hierher zu ziehen? Ein sehr schwacher Moment. Ich bin nur aus einem Grund hier. Meine Tochter wollte mich aus dem Haus haben. Dieses Ziel hat sie wohl erreicht. Sie wollte ihn an einem schönen Ort unterbringen. Machte sie dir das schöne Königreich und den großzügigen König schmackhaft? Ganz genau. Zahlt sie auch für deine Auslagen hier? Und wie teuer es ist, genau. Sehr gut. Viele Bewohner hier haben Kinder, die für sie bezahlen. Die Rechnung hier, meine ich. I28.
Nun, ich zahle momentan $5.300 im Monat, aber die Miete steigt an. N39. Mein Sohn kümmert sich um alles. Mein Geld ist im selben Fonds wie sein Geld. Also muss ich nicht darüber nachdenken. Ich will nicht an Geld denken. B8. Bingo bei B8. $37. Sie gewinnen $37. Eine letzte Frage. Er hat das Gefühl, dass Sie mehr verlangen könnten. Er meint, $5.000 für ein Studio ist zu günstig. Er denkt, Sie könnten $6.000 oder $7.000 verlangen. Oh, das werden wir. Ist es wegen der Konkurrenz in der Region? Als wir das Gebäude eröffneten, betrug die Miete $4.200. Das war vor 4 Jahren. Wir haben die Miete schrittweise erhöht, wir füllen das Gebäude und dann verlangen wir, was wir können. Ich sage meinen Kindern unverblümt, dies ist das beste Business für die nächsten 20 bis 30 Jahre. Alte und Kranke wird es immer geben. Der Bürgersteig ist uneben. Ken, geh darüber. Ein wenig vorwärts. Sei vorsichtig, Stanley. Es ist nicht eben. Wenn du auf dein Leben zurückblickst, so tragisch es war, Ja, das war's. was denkst du, jetzt wo du hier lebst? Was vermisst du am meisten? Freiheit. Mimi, komm schon. Beweg dich. Arthur, sei vorsichtig. Freiheit? Hier gibt es Freiheit, das ist kein Gefängnis. Hey, ich bin frei, weiß und über 21. Weit über 21. Das ist die Geschichte von meinem Leben. Die 2 sagen mir, was ich zu tun habe. Die einzigen, die auf meiner Seite sind, sind die Hunde. Debbie, komm mit mir. Du musst bei der Gruppe bleiben. Leute, lasst uns herumlaufen. Essen können wir später. Mein Sohn wurde zu meinem Vater. Meine Kinder wurden meine Eltern, ich weiß. Sie sagen es dir und sie haben recht. Der Vater ist pflegebedürftig, die Mutter ist pflegebedürftig. Man muss vieles umorganisieren. Ich denke, man muss es so beschreiben. Sie sind sehr stark auf uns angewiesen. Die Kinder treiben dich in den Wahnsinn. In der Tat. Wir verwöhnen sie. Für so viele Jahre war ich für alles verantwortlich. Und jetzt kommen die und sagen, Mom, du machst dies falsch, mach dies, mach das. Und ich denke immer, wann kommt der Tag, an dem ich einfach machen kann, was ich will? Sandy, lass uns ein Gruppenbild machen. Komm her. Okay, lächeln. Ich habe eine tolle Familie, aber die kommen nicht oft hierher. Sie führen mich auch nicht oft aus. Die sind froh, dass sie mich nicht abholen müssen. Sie müssen mich nicht anrufen. Sie wissen, dass ich beschäftigt bin. Du bist in Sicherheit. Genau, ich bin in Sicherheit. Und das ist mir sehr wichtig. Das ist auch Ihnen wichtig. Natürlich, sie leben ihr Leben, sie sind jung. Im Durchschnitt verbringen die Senioren 3 bis 4 Jahre im Palace. Ein Wegzug hat meist gesundheitliche Gründe. Für die Mehrheit der Bewohner ist The Palace das letzte Zuhause. Bewegt eure Arme nach vorne und schwimmt. Habt Spaß. Erinnert euch daran, als ihr noch Kinder wart. Im Schwimmbecken mit all euren Freunden. Ihr habt mit dem Wasser gespritzt, gespielt, hattet Spaß. Die Leute kommen hier an und in den ersten Tagen sind sie sehr einsam. Manche wissen nicht einmal wirklich, warum sie hier sind. Oh, meine Kinder haben mich hier untergebracht.
Oder meine Kinder wohnen in der Nähe, aber ich kenne hier niemanden. Ich brauchte eine lange Zeit. Ich brauchte mindestens ein Jahr, um mich einzuleben. Als ich einzog, war ich einsam. Ich saß für Monate ganz alleine an einem Tisch. Da kommen dir die Tränen, mir auch, weil ich früher alles spielen konnte. Es macht mich wirklich traurig. Ich weiß nicht mal, wie es geklungen hat. Ich schaue nicht in den Spiegel. Wenn ich in den Spiegel schaue, oh mein Gott. Klar, ich laufe nicht mehr zügig, habe Schmerzen hier und dort. Aber man darf sich nicht auf das Negative konzentrieren. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Martha. Happy birthday to you. I just want to thank everybody for coming. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Kommen. Ihr seid alle ein Teil unserer Palace-Familie. Geburtstage sind willkommene Möglichkeiten für Privatpartys. Diese werden von den Senioren selber finanziert. Pam kümmert sich darum, dass alles nach Wunsch eingerichtet und vorbereitet wird. Ein leckeres Eis. Keine Schlagsahne, richtig? Meine Nachbarin, danke für deine Glückwünsche. Danke fürs Kommen. Wieso isst eigentlich niemand die Früchte? Will denn niemand Früchte auf dem Eis? Ich hab schon Bananen. Yes, we have no bananas. We have no bananas today. Ich habe jede Menge Bananen. Danke. Wunderbar. Thank you so much. Alles Gute zum Geburtstag. Für dich. Schön, dass es dir besser geht. Schön, dich hier unten zu sehen. Also wir haben die Grady Twins hier. Wir haben Jack Torrance. Er ist bereit. Wo ist mein Make-up? Ich gebe Jesse ein wenig dunklen Schatten unter die Augen. Endlich ist Halloween. Die große Party kann steigen. Und unsere Gäste kommen. Die Gäste kommen. Hi, es geht mir gut. Fröhliches Halloween. Im Moment bin ich sehr aufgeregt. Ich fühle mich, als würde ich ein Baby bekommen. Seit Monaten habe ich daran gearbeitet und jetzt werde ich endlich sehen, wie alles zusammenkommt. Mit Live-Charakteren, Kostümen, Sound, Licht, alles. Also ich bin sehr aufgeregt und ich werde heute Abend nicht schlafen, weil ich so aufgedreht sein werde. Mach ein paar Bilder. Pam rührte im Vorfeld mit Flyern und E-Mails eifrig die Werbetrommel. Man soll nicht in der Vergangenheit leben. Viele von uns neigen dazu. Man muss doch für die Zukunft leben. Deshalb planen sie hier Aktivitäten. So kann man sich auf etwas freuen. Sieh dir das an. Ist das ein Piratenhut?
Ich ging gerade heute auf Pam zu und sagte ihr, dass ich es wunderschön finde, dass wir uns von Zeit zu Zeit verkleiden und herausputzen. Dadurch wird das Ganze hervorgehoben. Es durchbricht die Normalität. Freunde und Familie sind zahlreich erschienen. Alles ist bereit für einen ganz besonderen Abend, von dem noch lange erzählt werden wird. Ein gelungener Marketing-Event für The Palace und ein weiterer Abend bester Unterhaltung für die Bewohner.